curryverse sprinkled with gold. A suite for €25,000 a night, complete with a butler and amazing views. Berlin's luxurious Hotel Adlon Kempinski sits in the heart of the city across from the Brandenburg Gate. For decades it's been the go-to address for the world's jet set. Doch welche Geheimnisse verbergen sich hinter diesem Luxushotel? Wir werden es euch verraten. Komm, ich nehme euch mal mit hinter die Kulissen. Eric Fleming is an historian and Adlon expert. When it comes to the hotel, he knows every nook and cranny and every secret since it reopened 26 years ago. Old world glamour can be felt from the moment you enter. The bellhops' uniforms are still in the original design, recalling the glamour of the hotel's early years. After all, when the Adlon opened back in 1907, it was a hotspot for Berlin's high society. Das Adlon stand früher für Glanz, Schönheit, Komfort und vor allem für Diskretion. Die Familie Adlon, die hat damals unter den größten Problemen das Hotel hier aufgebaut und damit das Vollkommene geschaffen. Die Halle war bestückt mit Kandelabern, mit Beleuchtungskörpern aus Bronze, mit den feinsten Teppichen aus Persien, mit Bleiglasfenstern und den schönsten Stoffen. The hotel's concierge is central to the luxury experience. These experts help guests procure the hottest theatre tickets or book a table at a top restaurant. They've also been known to fulfill very unusual requests. Der Wunsch einer frischen Kuhmilch, die wir aus Brandenburg organisieren, bis zur selben Lackierung eines Ferraris, den wir in der Garage stehen haben, wo ein Gast auch den Wunsch geäußert hat, dass er das genau so lackiert haben möchte, wie das Auto, was er bei uns gesehen hat. Das sind halt auch Wünsche, wo wir sagen, wir probieren es, wir versuchen es und versuchen das Unmögliche möglich zu machen. Es klappt sehr, sehr häufig, kann aber auch nicht klappen. The hotel's international team of 500 employees hail from 64 countries. Whether working behind the scenes or assisting guests, they speak 40 different languages. The lobby bar serves Berlin's typical currywurst with fries, but a deluxe version sprinkled with gold leaf powder for €25. 50.000 Milligramm Blattgold werden jedes Jahr für Currywurst, Torten und Desserts verwendet. Schmeckt! By the way, you can still come for the currywurst even if you aren't a hotel guest. The drink of choice at the Adlon is champagne. 32,000 bottles of it are served per year. This elephant fountain in the middle of the lobby is a replica of the original, which was destroyed during World War II, along with much of the hotel. The Adlon wasn't rebuilt until 1997. Früher sah es hier eigentlich ganz anders aus. Das Haus, so wie es jetzt dasteht, ist ja komplett neu aufgesetzt. Der Brunnen stand ganz woanders. Er stand früher im Goethegarten. Die Haupttreppe stand früher hier inmitten der Halle. Die Rezeption war auch gleich da hinten angegliedert. Es hat sich vieles verändert, außer kleine Punkte, wie zum Beispiel die Wölbung der Decke, die Kassettendecke. Da hat man versucht, natürlich noch der Historie so ein bisschen Nachdruck zu verleihen und den Betrachter dementsprechend zu vermitteln. The journey continues past elevators with elements modelled after the originals from 100 years ago. The Winter Garden is one of the most popular event halls. It hosts dinners and wedding receptions and is often used for photos at movie premieres. The Adlon Kempinski has hosted numerous Hollywood stars like Hugh Grant, Sarah Jessica Parker and Megan Fox. Das war hier früher der berühmte Goethegarten. Hier stand der Elefantenbrunnen. Hier hat man sich getroffen. Das war aber auch ein Rückzugsort durch die dekorative Gartenkunst, die hier vorherrschte. Und man hat sich hier ablichten lassen. Nicht jeder, aber die großen Schauspieler ihrer Zeit. Zum Beispiel der polnische Stummfilmstar Pola Neri mit Charlie Chaplin und Louis Adlon. Gleich hier drüben, da standen sie. Numerous celebrities have stayed at the Adlon, but not all of them check into the most luxurious suite, which costs up to €25,000 per night. It has 185 square meters of pure luxury, a view of the Brandenburg Gate, and its own private butler. Willkommen in der Royal Suite. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Ricardo is available 24 hours a day. Natürlich gibt es auch mal nachts einen Anruf, aber in den Jahren, wo ich jetzt hier tätig war, wurde ich erst 2-3 Mal tatsächlich aus dem Schlaf geweckt. Und ja, ein Wunsch war, eine heiße Milch mit Honig zu servieren. Und das habe ich gerne gemacht und bin dann wieder schlafen gegangen. Ricardo won't say who made this request, but we know that Barack Obama spent the night in the royal suite, as did Penelope Cruz and Queen Elizabeth II. But at the Adlon, you don't have to be a king or queen to start the day with royal flair. Nun, wir bieten ein Gourmetfrühstück an, das Lorenz Adlon Gourmetfrühstück. Und ja, da sind die feinsten Delikatessen natürlich dabei. Angefangen von einem Omelett mit Trüffel, ein Angus-Rinderfilet und selbstverständlich gehört auch Kaviar dazu. Feinste Bäckereien, Süßigkeiten, Marmeladen, alles, was man sich vorstellen kann. Und auf Wunsch wird auch eine Flasche Dom Pérignon serviert. And how much does it cost? Der Preis ist bei 650 € mit dem Champagner und ist dann für 2 Personen gedacht. The suite gained fame due to this window. It's where Michael Jackson held out his baby in 2002 to show it to fans. This dangerous move definitely got the king of pop into trouble. Public displays aside, inside the Adlon's doors, guests can expect full secrecy. Discretion is also a type of luxury, and the hotel has been committed to it from the start. Als Luxus galt das, was man heute wirklich als selbstverständlich hinnimmt. Das waren zum einen die Uhren, elektrisches Licht, Telefon und natürlich das warme Wasser. Da setzte Adlon damals schon richtig den Standard. And the luxury Adlon Kempinski Hotel still keeps this standard today.